Ferraro ist ein Mysterium. Unter unzähligen Pseudonymen stellt er seit 11 Jahren verträumte Retro-Sample-Musik ins Netz und gilt seitdem als Pionier des Vaporwave. Seine Faszination für alles Digitale und Scheinrealitäten setzt er in Videoarbeiten fort, die weltweit in Ausstellungen zu sehen sind. Auf dem Transmediale Festival in Berlin zeigte Ferraro seine Kunst jetzt zum ersten Mal real und live auf der Bühne. Die Performance Plague ist ein düster verstörendes Zukunftsspektakel. Es geht um virusähnliche Netzwerke, mit denen sich die Menschheit langsam selbst abschafft. Okay, Mr. Ferraro, Hand aufs Herz. War es das für uns Social-Media-Süchtige? Plague ist eine Metapher dafür, dass sich alle sozialen Netzwerke zu einem einzigen großen Wesen vereinen. So wie beim Internet der Dinge oder den Smart Cities. Die Netzwerke werden zu einem einzigen Krebsgeschwür, das unaufhaltsam wächst. Und natürlich darf auch ein prominenter Untoter aus der digitalen Hölle nicht fehlen. Steve Jobs berichtet von der Plage, die er über die Menschheit brachte. Peasants of a hedonic empire, the torture of dopamine, a divine artifact of a creator with conspicuously deviant taste. I would think of Steve Jobs kind of being as Steve Jobs ist für mich eine Figur wie Robert Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe. Es hätte genauso gut Mark Zuckerberg sein können. Für mich stehen sie stellvertretend für Menschen, deren ursprünglich harmlose Ideen zu einer Plage für die ganze Menschheit werden. Every need must be met. Every need must be met. Every need. Oh. Was mich wirklich beschäftigt, ist, wie Social Media oder allgemein die sozial vernetzte Menschheit es am Ende schwieriger machen, Gemeinschaften zu bewahren. Bei Leuten entsteht der seltsame Irrglaube, virtuell unsterblich zu sein. Einfach, weil sie permanent online sind. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem wir künstliche Dinge den echten vorziehen. Das liegt an dem Belohnungssystem, auf dem das Design der sozialen Netzwerke beruht. Sie gaukeln dir vor, du hättest alles unter Kontrolle. Aber eigentlich steuert uns nur das Dopamin. Die sozialen Umgangsformen der Leute gehen nach und nach verloren. Dass wir das alles einfach so mitmachen, ohne es wirklich zu verstehen, macht mir ein bisschen Angst. Es sind die Zeitgeistphänomene, die wir nicht ganz verstehen, aber trotzdem feiern, die Ferraro in Videokunst verarbeitet. Der globale Fidget-Spinner-Hype, Virtual Reality oder glutenfreie Ernährung. Der Trend zur glutenfreien Ernährung ist ein interessantes Beispiel für die Entfremdung von uns selbst. Gluten hat die Menschheit über Zivilisationen durch die Jahrhunderte gebracht.
Aber mittlerweile haben wir uns so weit von unserer Natur entfernt, dass wir sogar so etwas Überlebenswichtiges wie Weizen ablehnen. Für mich ein Zeichen dafür, dass wir im Zeitalter der Hyperindividualisierung leben. We live in this age of hyper-individualism. I think that it ends with us continually designing. Ich denke, irgendwann werden wir nur noch Systeme entwickeln, die mit Dopamin unser Belohnungssystem ansprechen. Wir werden als Gesellschaft ruhig gestellt, uns nicht weiterentwickeln. Es wird nur noch um die schnelle Befriedigung, um Hedonismus gehen. Ich denke, so wird es kommen. Yeah, I mean that's pretty much where I see it going. Wow. Auch wenn wir das nicht hoffen, danke für diesen düsteren Ausblick in die Zukunft.